Weiter geht es in meiner Reihe mit Boxen für Adventskalender. Nach der Reihe von 2019 mit den kleinen Boxen in 6x6 Inch. Dieses Jahr eine Reihe mit großen Boxen. Hier habe ich schon 2 selbstschließende Boxen, einmal mit und ohne Boden. Die Anleitungen dafür gibt es schon. Und heute ist Nummer 3 dran, ein Mini-Haus. Auch etwas größer heute, also eine Hausbox. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und weiter geht's mit Box Nummer 3 für unseren Adventskalender. Der Plan ist, dass aus einem Designerpapierpaket in den Maßen 12x12 Inch, also 30,5 x 30,5 cm mit jeweils 12 Blatt, ein ganzer Adventskalender entsteht mit den dazugehörigen Farbkartonpapieren. Und heute fangen wir mal mit der Grundform an mit einem Farbkarton. Ich habe zugeschnitten die Maße 23 x 15 cm und daraus entsteht dieses Haus, aber eben etwas größer. Und dafür brauchen wir jetzt den Papierschneider, mit dem wir auch falzen können, und legen gleich mal die kurze Seite an und falzen bei 3 cm. Das machen wir meistens hier rechts und dann drehe ich das komplett einmal rum. Und die nächste Falzlinie ist 11 cm. Das bedeutet, ich habe hier ein Feld 3 cm, dann 8 cm, 4 cm. Die lange Seite lege ich an bei 8 cm, bei 11. Jetzt kommt das Beinchen raus, bei 19. Und Tatsache, auswendig gelernt, und bei 2. So, dann haben wir hier hinten eine Falzlinie. Papierschneider beiseite, den Rest mache ich meistens, auch hier fliegt wieder alles, mit Lineal und Falzbein. So habe ich es versteckt. Hier, Moment. Mal meine Lieblingspinzette aufheben. Jo, ich brauche noch einen Bleistift und die 2 Felder mit 8 cm an der langen Seite markiere ich mir oben jeweils die 8 cm in der Mitte. Bei 4 kommt eine kleine Markierung hin und das gleiche hier drüben genauso. Das ist die Markierung für unsere Schrägen. Jetzt haben wir hier drüben die Kreuze und ich fange gleich mal hier außen an. Ich nehme das erste Feld, die erste Querlinie, 4 cm, und dann kommt die schon. Und da oben 4 cm ziehe ich jetzt eine Falzlinie. Von dieser Markierung mit den 4 cm in die andere Richtung genau das gleiche. Schön rücken, dass wir schöne Winkel haben. Dann kommt das leere Feld, das ist die Höhe des Ganzen, und an der nächsten Markierung oben, von dort zur nächsten Kreuzung unten auf der 4 cm Linie und in die andere Richtung natürlich auch. So, mehr passiert nicht, nachher brauchen wir noch eine Banderole. Jetzt falzen wir erstmal diese Richtung. Und du siehst schon, wie die Schachtel entsteht. Ja, so liegt sie dann da. Und die andere Richtung ist hier unten der Boden und oben das Dach. Und da brauchen wir diese Linie gar nicht falzen, aber die schrägen. Und die falzen wir so, wie wir uns das Dach vorstellen. Jo, jetzt müssen wir noch ein bisschen was schnippeln. Und zwar hier unten, rechts unten, ganz oft ist das so, auch hier. Das erste Feld muss raus. Dieses kleine 1 cm mal 3 cm raus. Und ich schneide das ein bisschen schräg an. Hier oben, das können wir so lassen. Hier schneiden wir ein. Und da das ein stabiler Boden ist und das Ganze eigentlich perfekt passen muss, schneide ich das nicht schräg. Und wenn du das möchtest, dann schneide Folgendes schräg. Diese Seiten, also die Breite praktisch des Hauses, könntest du hier schräg anschneiden. Musst du aber nicht. So, fertig. Jetzt legen wir das mal so hin. Die Klebelinie ist hier, habe ich schon doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Ich ziehe die Klebeflächen ab. Und das Ganze muss man ja auch halbieren können, weil das wird ja ein rechtwinkliges Haus. Also kann ich das hier genau draufkleben und dann aufstellen und unsere Box ist perfekt. Das ist die Klebenaht, die lege ich nach hinten. Das bedeutet, hinten, diese Felder klappe ich hier rein und das wird der Boden so rum, und vorne möchte ich gern letzte Seite aufgeklappt haben, hinten ist. Okay, jetzt wird geklebt, Flüssigkleber oder Abreißklebeband.
ist ja mal egal. Also Flüssigkleber, die Rückseite vom Haus mit hinten und jetzt die Vorderseite. Könnten wir natürlich auch wunderbar mit doppelseitigem Abreißklebeband machen. Aber wir machen jetzt mal den Flüssigkleber. Also drauf und drauf, ganz rechtwinklig flach hinstellen, das passt. Können wir unser Falzbein nehmen und das mal innen noch so ein bisschen schön gegendrücken. Und viel mehr passiert nicht, wir müssen noch das Dach bauen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Ich klappe das jetzt so nach innen und die Ecken wieder hoch und schon steht mein Haus. Fertig. Zwar jetzt ein bisschen schnell, machen wir nochmal. Unterklappen hoch. Okay, die Ecken rein und das Ganze wieder hoch und das Haus steht. Wenn ich es jetzt aufhängen wollte, würde ich hinten und vorne hier ein Loch reinmachen und dann ein Bändchen dranhängen. Unser Haus ist soweit, das wird die Vorderfront. Wir wissen ja, hier ist die Naht hinten. Jetzt nehme ich mir ein Designerpapier. Ich weiß, dieses Feld ist 8 x 8 cm. Hier ist das Feld übrigens, nur mal so zum Unterschied, 5,5 x 5 cm. Also es lässt sich ganz schnell vergrößern, auch in unterschiedlichen Größen. Wichtig ist, dass diese Breite den Boden ergibt, also das Feld unten. Und oben dieses Feld die Hälfte praktisch von, also in der Höhe die Hälfte vom Hauptfeld ist. Ja, so grob. Vielleicht hast du auch noch eine andere Mathematik. Teil mir die mit. Okay, ich schneide mir jetzt einen Streifen als Banderole. Ich will mal was gucken. Ich möchte es mit diesem Kranz verzieren. Das ist auch aus dem neuen Katalog. Der ist 5,5 etwa in der Höhe und den will ich ruhig etwas überstehen haben. Also schneide ich mir jetzt hier einfach einen Streifen von diesem Designerpapier runter. Du weißt ja, wenn wir 24 Schachteln aus 12 Papieren bekommen möchten, können wir für jedes Papier maximal ein halbes Blatt verwenden. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen rationeller sind, dann kriegen wir noch mehr Schachteln raus. Ich nehme jetzt hier, noch einmal überlegen, ein bisschen übersteht mein Kranz. Ja, ich will den ein bisschen, oder? Ne, ich will den komplett drauf. Also ich gehe jetzt auf 6 cm. Schneide ich mir einen Streifen runter. Noch genug übrig für meine restlichen Schachteln. Wie war das mit der Mathematik? Ich hatte ja gesagt, dass wenn wir die kleinen Schachteln machen würden von 2019, wo ich ja die Anleitung dir auch verlinke, dann könnten wir daraus, sage und schreibe, aus einem ganzen Paket Designerpapier 4 Kalender bekommen. Natürlich noch mit ein bisschen Farbkarton und Bling Bling und Schnippelkram für andere Klebeflächen. So, hinten wird das jetzt aufgeklebt und dann falten wir das hier praktisch bündig einmal rum und ziehen uns das einfach so komplett rüber auf unser Haus. Das wird der Kranz, der geht vorne in die Mitte drauf und darunter werde ich nochmal ein weißes Feld legen, dass ich praktisch dann da meine Zahl drauf stempeln kann. Könnte ich natürlich auch da oben reinschneiden. Und ich überlege noch, ob ich eventuell so rum glücklicher bin. Und ich bin Tatsache so rum glücklicher. Das ist wie eine Hecke. Okay, wie machen wir das? Wir machen das wieder so einfach wie möglich. Dann ist das in. Dann nehmen wir hier ein doppelseitiges Abreißklebeband. Das setze ich an die eine Seite. Ziehe ab. Suche mir jetzt meine Rückseite vom Haus. Das ist die mit den Kanten. Jetzt sind die Kanten so schön verschwunden. So viel. Lege das mittig auf, mit oben und unten gleichem Abstand. Und jetzt knicke ich das hier fein säuberlich um die Kanten und schaue, dass mein Papier gerade liegt. Also ruhig mit ein bisschen Spannung. Und auf die andere Seite kommt jetzt nochmal ein doppelseitiges Abreißklebeband, weil was soll passieren? Das kann ja gar nicht gehen. Das hält. Wunderbar. Ziehen wir rum, gucken, dass es hier genau abschließt. Und schon klebt unsere Banderole. Und dann nehme ich mir hier für die Glue Dots. Und in dem Fall, finde ich, hebt sich das super ab. Lasse ich das so und werde am Ende wahrscheinlich ans Dach oben ein Schildchen kleben. Oder hier nochmal einen kleinen Kreis rein. Aber ich habe gerade gesehen, dass es so rum sich super abhebt und ich da nicht mit Weiß arbeiten muss. Jetzt nehme ich diese Glue Dots und die kann man ja, wie schon letztens gezeigt, formen. Und die setze ich hier einfach unter die größten Elemente und das sind die Sterne. Forme ich ein bisschen zusammen. Drücke das Ganze da drauf.
Ups, unter alle Sterne. Und dann wird das hier wunderbar draufgeklebt. Es muss nicht überall kleben, es kann ja auch so ein bisschen räumlich stehen. Ja, und je nachdem, ob ich meinen Adventskalender aufhängen möchte, habe ich jetzt zu meinen größeren Schachteln schon mal auch die Hausbox. Gib's zu den Schachteln sieht es schon wieder ein bisschen lütt aus, aber ich denke, im Ganzen passt doch wieder sehr viel rein und deswegen lasse ich die genauso. Ja, nun haben wir hier unsere Kiste. Können wir mal schauen, was als nächstes fällig ist. Ich bin auch schon gespannt, was ich als nächstes rausziehe und wofür ich eine neue Anleitung mache. Ja, das war mein Projekt für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Möchtest du noch ein größeres Haus sehen? Schreib mir das oder vergrößer dir das einfach. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Klick auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich, deine Angela von der Stempelfamilie.